for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine Bartagame, ein alter Klassiker der Terroristik, aber besonders schön finde ich. Ne? Das ist so Translucent Red, also extremes Rot, also wirklich traumhaft. Ich finde dieses Jahr, also letztes Jahr schon ein bisschen, aber dieses Jahr ist ganz extrem, dass man wirklich absolute Traumtiere, also die hätten vor ein paar Jahren, hat sowas noch etliche hunderte Euro gekostet und mittlerweile kriegt man auch diese extrem intensiven Farben wirklich für erschwingliches Geld. Wirklich toll, also im Moment haben wir gerade einen echten, wie soll ich sagen, eine große Menge an super schönen, hübschen, vor allem roten Bartagamen, also wie man eigentlich, wie ich es schon noch nie erlebt habe, ne, dass es so viele Tiere gibt, erhältlich gibt und wie gesagt, das sogar für einen einigermaßen humanen Preis. Deswegen diese hier symbolisch als besonders herausragend schönes Exemplar, Pogona viticeps, echter Klassiker. Endlich gibt es mal wieder was in Richtung Kochstudio-Folge. Hintergrund ist, jeder will weiße Schlangen. Weiße Schlangen sind völlig beliebt oder weiße Königspython sind beliebt. Die Frage ist, wie machen wir einen weißen Königspython? Ne? Was braucht man dazu? Wir brauchen zwei Schlangen, ein Männchen und ein Weibchen natürlich. Jeder, der die Kochstudio-Folgen kennt, weiß, wir brauchen einen großen Kochtopf, Schlangen rein, Deckel zu und dann warten, Paarung, Eiablage und dann mal gucken, was passiert. Die Zeit ist vergangen, Kochtopf klappt immer, zwei Schlangen rein, kommt irgendwann kommt immer was dabei raus. In dem Fall dieses Ergebnis, wenn ich es kippe, ich hoffe, man kann es sehen auf der Kamera, aber ich zeige es euch am besten auch. Ne? Wir haben 4 wunderhübsche kleine Königspython und hurra, wir wollten was Weißes und wir haben was Weißes bekommen. Ne? Die Frage ist, wie ist das passiert? Verschiedene Wege führen zu Weiß. In dem Fall, ich habe jetzt hier in den Kochtopf einen Butter und einen Mojave reingemacht. Ja, Butter mit Mojave kommt 1/4 Weiß raus, 1/4 kommt Klassik raus, 1/4 kommt Butter raus und 1/4 kommt Mojave raus. Ne? Beziehungsweise in dem Fall ist Mojave Twister. Lasst euch nicht durch den Twister beunruhigen. Kann auch sein, dass hier der Twister mit drin steckt, weiß man nicht genau. Aber der Mojave und der Butter ist das, was zusammen die weiße Schlange gegeben hat. Ne? Also so ist unser Versuch geglückt oder so konnten wir uns eine weiße Schlange basteln. Dass das jetzt funktioniert hat, war natürlich kein Zufall und ich habe ja nicht irgendwie zufällig einen Mojave und einen Butter genommen und habe sie verpaart, sondern ich wusste ja, dass Mojave und Butter in den sogenannten Blue Eye Lucy Komplex gehören. Ne? Blue Eye Lucy, blaue Augen Leucist. Also den Leucist, den wir gerade gesehen haben, die weiße Schlange, ist ein sogenannter Blue Eye Lucy. Die haben ein wenig bläulichere Augen. Können wir vielleicht auch noch ein Foto dazu nochmal einblenden, dass ihr die Augen nochmal genauer seht. Ist ein Blue Eye Lucy. Die Blue Eye Lucys kann ich machen eben mit Butter, Mojave, Butter bzw. Lesser, ne, ist das gleiche. Mojave, Phantom bzw. Mystic gehören in den Komplex, Bambu gehört in den Komplex, Mokka gehört da rein und Russo gehört da mit rein. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also und der Special gehört, also ich würde ihn auch in den Blue Eye Lucy Komplex mit dazu machen, auch wenn die Tiere nicht ganz weiß sind, die dabei rauskommen, aber meiner Meinung nach gehört er auch in diesen Blue Eye Lucy Komplex. Wenn ich die miteinander verpaare, kommen mehr oder weniger ganz weiße Tiere raus mit bläulichen Augen. Ne? Wie gesagt, Überbegriff für das ist der Blue Eye Lucy Komplex. Die zweite Methode, eine weiße Schlange zu machen, ist mit Fire. Ne, wenn ich Fire mit Fire verpaare, bekomme ich die sogenannten Black Eye Lucys. Ne, die kürzt man dann ab mit BLEL. Ne? Also die Blue Eye Lucys, die wir vorher hatten, tut man abkürzen mit BEL und die Black Eye Lucys mit BLEL. Ne?
Hier habe ich ein Fire in der Hand. Wie gesagt, Fire mit Fire ist auch wieder eine kodominante Vererbung, so wie vorher auch bei den Blue Eye Lucys. Gibt 1/4 Black Eye Lucys. Ne? Da können wir mal ein Bild einblenden von so einem Black Eye Lucy. Ein bisschen das Interessante an dem Black Eye Lucy ist, dass sie auch oft noch so gelbe Flecken ein bisschen mit in der Zeichnung drin haben, was ich eigentlich recht hübsch finde. Also manche sind ganz schneeweiß, aber manche haben auch noch so ein bisschen gelbe vereinzelte Flecken drin, finde ich selber auch recht hübsch. Wer den Piebald besonders schön weiß haben will, der macht sich einen Coconut Piebald. Ne? Also die Blue Eye Lucys haben manchmal noch so eine leichte Zeichnung drin, sei es Rückenzeichnung oder die, wenn man zum Beispiel die Super Mojaves sind auf dem Kopf relativ dunkel. Also so kann es im Blue Eye Lucy Komplex so verschiedene Schattierungen oder so ganz leichte Zeichnungen noch geben oder 2 verschiedene Weißtöne. Eben im Black Eye Lucy, was wir vorher gesagt haben, kann es manchmal die gelben Flecken geben. Jetzt in dem Fall beim Coconut Piebald haben wir wirklich ein absolut schneeweißes Tier mit dunklen, fast schwarzen Augen. Der Coconut Piebald ist eine Verpaarung aus Piebald und Spider Piebald, oder beziehungsweise letztendlich ist es ein Piebald Spider, und bei den Piebald Spider ein Teil davon hat noch die Kopfzeichnung und ein Teil davon, ich würde mal sagen, das ist ungefähr 50-50 vielleicht, wird ganz schneeweiß. Also man kann das nicht irgendwie steuern, ne? Wenn ihr Piebald Spider züchtet. Ein Teil ergibt dann solche Coconut Pieds, oder ich glaube White Wedding sagt man auch noch dazu, zu den Coconut Pieds, sind dann wirklich schneeweiß. Ihr müsst euch aber bewusst sein, ihr habt das Spider-Gen drin. Spider hat immer das Wobbeln oder das leichte Zittern. Ne? Ich meine, jetzt sieht man hier nichts. Also was jetzt zittert, sind wahrscheinlich eher meine Hände. Da kann die Schlange nichts dafür. Aber das kann es, also überall, wo der Spider drin steckt, kann es das Wobbeln oder Zittern geben. Das ist vielleicht gleich ein bisschen der Wermutstropfen an den Coconut Pieds. Aber von der Optik her natürlich auch ein wunderschönes schneeweißes Tier, dunkle Augen, auch richtig cool. Die 4. Methode, die auch noch möglich ist, in dem Fall habe ich einen Butter Champagne hier in der Hand. Das Tier ist nicht richtig weiß, hat bis jetzt auch nur, wie gesagt, Butter und Champagne mit drin. Aber bei den Champagne ist es tatsächlich so, oder das ist mein Eindruck der letzten Jahre, seit ich Champagne züchte, wenn ich zu viel oder wenn ich mehrere kodominante Morphen in den Champagne reinmache, zum Beispiel wenn ich jetzt hier noch Pastell mit reinzüchten würde, kommen am Schluss auch weiße Tiere mit schwarzen Augen heraus. Ne? Also ich habe mich am Anfang gewundert, da haben wir mit Champagne was verpaart, meinetwegen eben so ein Butter Champagne mit Pastell Pinstripe oder sowas verpaart, und plötzlich kamen ganz weiße Tiere raus. Und ich habe mir gedacht, wieso ist denn das Tier jetzt weiß? Ich glaube, es ist tatsächlich so beim Champagne, wenn ich zu viele Zutaten mit reinpacke, wird er am Schluss einfach weiß mit dunklen Augen, was einerseits ganz schön ist, aber was vielleicht ja nicht so beabsichtigt war in der Zucht. Ne? Aber möglich ist es, und deswegen die 4. Methode, wie ich weiße Schlangen züchten kann, Champagne und dann möglichst viele weitere Zutaten. Und ihr habt also nicht wie hier noch einen Gelbstich drin, sondern ihr bekommt auch ein weißes Tier mit dunklen Augen. Kann ich euch hier auch gerade noch ein Bild einblenden. Das war heute mal wieder eine Kochstudio-Folge. Eben das Kochstudio, da kriegen wir immer wieder von euch die Kommentare, macht mal wieder Kochstudio. Das war jetzt ein bisschen abgeändert. Gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das gut fandet, beziehungsweise was man irgendwie mal wieder kochen sollte. Was interessiert euch, wie kriegt man was oder so. Ne? Macht uns Vorschläge. Natürlich Daumen hoch, freuen wir uns auch immer. Und wenn ihr Abonnenten seid von Reptil TV, dann seid ihr die echten Freaks, oder dann habt ihr es euch schon zweimal verdient, dran teilzuhaben. Am Schluss immer der Verweis auf gute Literatur. Mein Python Regius Buch, wer sich für Königspythons interessiert und wer sich für die Genetik interessiert oder auch für die Haltung interessiert oder wer schöne Fotos von weißen Schlangen sehen will, darf sich gerne das Buch holen. Da steht wirklich alles drin, was ich über Königspythons weiß.
Und wer sagt, ach, da verstehe ich eh nur Chinesisch mit der ganzen Genetik, den sei ein Besseres belehrt. Also das Buch gibt es jetzt mittlerweile auch auf Chinesisch. Wenn ihr euch das in Chinesisch holt, dann versteht ihr wirklich nur noch Chinesisch, was die Genetik betrifft. Oder aber vielleicht ist ja der ein oder andere Chinese unter euch, der das gern in seiner Muttersprache lesen will. Also tatsächlich, das Buch gibt es jetzt auch in Chinesisch seit ein paar Monaten. Finde ich witzig, bin ich stolz drauf, ne? Dass mein Buch hier in einer Sprache, wo es, was weiß ich, wie viel, aber ich glaube 1 Milliarde Menschen lesen können, verbreitet wird. Deswegen hier zum Schluss noch ein bisschen zum Angeben sozusagen mein Buch auf Chinesisch. Bleibt mir treu, checkt meine Balls und wie gesagt, Chinesisch, Deutsch, Englisch, wie immer ihr wollt.